WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute meine Top 10 Flops Bourbons 2019. Alle diese Flaschen habe ich tatsächlich verkostet. Alle hier genannten Bourbons haben ein Video bekommen und die sind alle in 2009 verkostet worden. Wir fangen einfach gleich an, ja? Also Platz 10. Woodford Reserve Kentucky Straight Wheat Whisky. Verkostungsvideo 1288. Ja, ich mag Woodford Reserve. Ich mag Woodford Reserve sehr gerne. Denn Rye ist super, der Bourbon ist super, der Double Oaked ist super, der Single Malt, wo sie tatsächlich 51% dort gemälzte Gerste hatten, war naja. Und der 51% Weizenwhisky war naja, nee. Hat mir nicht so gut gefallen. Also ich hätte auch erwähnen können, der Woodford Reserve Master Collection Chocolate Malted Rye Bourbon. Die haben einfach der Roggen da drin, der Anteil, der weniger als 50% war, tatsächlich länger geröstet, sodass ein Schokoladenmalz daraus entstanden ist. Ich mag diesen Geschmack nicht, das ist mir zu bitter, also persönliche Sache hier. Es gibt andere Menschen, die einfach nur Wheat gut finden, aber Chris Morris wollte alle 4 Kategorien haben. Er wollte Rye, er wollte den Bourbon, er wollte Malt und er wollte Wheated, alles straight haben, alle 4 Jahre alt mindestens. Bravo, hast du hingekriegt. Trotzdem, mein Geschmack hast du nicht damit getroffen. Platz 9, Clyde Maize Straight Bourbon, dort aus Alabama, glaube ich, ist es, oder Mississippi. Gesourcete Whisky, irgendwie hat es mir gar nicht angetan. Whisky-Verkostung 1019. Zu viel Geld für ein Produkt, der mir einfach gar nicht gemündet hat. Es gibt viele von Clyde Maize, auch Flavored Whiskys. Nein, Flavored Bourbons, boo. Okay. Platz 8, eine teure Flasche, Jefferson Reserve, Groth Reserve Cask Finish Bourbon. Ein 997, Whisky-Verkostungsvideo 997, ganz am Anfang des Jahres. Das war, als ob ich Bourbon genommen hätte und ungefähr 10% Rotwein reingekippt hätte. Also Jefferson Reserve, das ist tatsächlich der Master Distiller, diese Whisky so aktiv wie möglich machen, hat seine Fässer in einem Container draußen in der Hitze stehen lassen im Sommer, sodass da viel Interaktion war. Jefferson Reserve wurde jetzt hier neulich aufgekauft. Yay, sehr gut, gehörte auch damals zu Castle Brand und Castle Brown wurde, glaube ich, von Chivas Regal mit aufgekauft. Ja, warum nicht? Jefferson Reserve, vieles davon ist sehr gut. Der Groth Reserve ist einfach zu weinlastig für mich. Bei Bourbon nicht mein Geschmack. Nummer 7. Also aus Oregon, glaube ich, ist das jetzt hier. Westward, American Single Malt Whisky. Whisky-Verkostung 1248, auch eine Flasche, die ich durch eine Auktion gewonnen habe. Ich habe die Leute, die es tatsächlich produzieren, bei der Bartenders Weihnachten dort bei der BCB, Bars Convent Berlin, dort angetroffen. Das, was sie machen, ist gut. Die Flasche der Art Single Malt aus Amerika, das hat mir nicht ganz so gemündet. Persönlich. Nummer 6. Es gibt eine Tendenz hier, also Sonoma County Second Chance Wheat Whisky, der zweite Wheat Whisky. Ich bin mit Wheat Whiskys nicht ganz so angetan. Das war Verkostungsvideos 1220. Ja, Sonoma ist in Kalifornien. Die produzieren selbst ganz kleine Almabic Potstills, wird ein paar Mal durchgejagt und so weiter. Nee, Finger weg, Geld nicht wert und so weiter und so weiter. Nummer 5, ein betrügerischer Whisky, finde ich. Crooked Fox Texas Blended Bourbon. Also, Crooked Fox ist tatsächlich einfach mal eine Geldmasche. Die kaufen Sachen ein von woanders und dann verkaufen es unter diesem Texas-Label und versuchen damit einfach mal zu sagen, guck mal, wir sind auch Texas Whisky. Und das ist der Grain-Anteil da drin. Das ist ein Blended Bourbon. Komm, Leute. Also, no. Also, Finger weg davon. Ich bin reingefallen. Das war Whisky-Verkostung 1267. Bad, bad, bad.
Also, Platz 4, auch eine Flasche, die ich hier durch eine Auktion gewonnen habe, auch verteilt habe. Das ist dann von Colorado. Colorado hat manches gute Sachen denn da. Da ist tatsächlich hier Stranahan's, das Bruckenheimer, wie auch immer das heißt denn dort. Da ist 291 Single Barrel Colorado Bourbon. Das war Whisky-Verkostungsvideo 1270. Mir wurde gesagt, die haben andere Sachen, die sehr lecker sind. Geschichte war, der Typ, der es gemacht hat, hat am 11. September 2001, tatsächlich war er Fotograf, hat gesagt, ich will was anderes mit meinem Leben machen, und er hat eine Distillery dort in Colorado aufgebaut. Die sind dabei, was zu werden. Also wenn du irgendwie The Ranch schaust, diese Serie dort bei Netflix, da siehst du immer wieder die Whisky dort vom 291. So, Nummer 3, das war übrigens sein Dormzimmer, also sein Wohnheimzimmernummer auch, 291. Nummer 3, eine Flasche, die ich hätte echt nicht kaufen sollen, sorry. Tin Cup, auch Colorado American Whisky. Also auch sehr, sehr, sehr viel Neutral Grain Spirits in da, also Wodka. Nee, die schneiden das mit Wasser aus Colorado, aber alles andere kommt wahrscheinlich aus Kentucky und einfach billig. Tolle Flaschendesign, nette Sache, gute Geschichte, Marketing absolut gut, Produkt Platz 3 auf meinen Bourbons Flops für 2019, sagt schon was, ja? Okay, Platz 2, also auch wenig Konkurrenz, da war ich sehr sicher, dass ich den dahin tue. Von That Boutique Whiskey Company, die waren übrigens auf meiner Top 10 Liste mit einer 24 Jahre alte Bourbon, und die sind auf Platz 2 jetzt hier mit einem Batch 1 von F.E.W. Das Zeug war so jung und so furchtbar, also auch durch eine Aktion habe ich gekauft, also, nee, also F.E.W. kann vielleicht gute Sachen machen. Die haben sehr viele schöne Flaschendesigns. Nicht hier von That Boutique Whiskey Company, da ist immer wieder ein Cartoon da drauf, Zeichentrick. Aber die haben ein bisschen so ein Emblem. Das sind alle die von der 1900, glaube ich, war das der Welt-Expo dort in Chicago damals. Tolle Sachen, interessante Sachen von F.E.W. Nichts davon hat mich absolut bisher 100% überzeugt. Und der Verlierer, der schlimmste Whisky des Jahres war, Bourbon Whisky war für mich etwas, was ich ganz am Anfang des Jahres hatte, schon im Januar. Das war der Nummer 984. Das war von der K.O. Distillery Bare Knuckle Straight Bourbon. Auch die Jungs davon habe ich in Berlin bei der BCB angetroffen, und ich fing an, die Geschichte zu erzählen, wie furchtbar ich das finde. Und er sagte, nee, wir machen kein Video heute. Nee, Sie haben das nicht richtig verstanden. Nee. Ich sag, doch, ich habe den verkostet. Ich habe den aus England. Ich weiß genau die Flasche. Ich habe genau die 3 gehabt. Eine war schlechter als der andere. Also sagt, nö, gehen Sie weiter. Also, naja, ich war nicht sehr freundlich. Also, ich war mit meiner Begeisterung, wie schlecht die Whiskys waren, da schon sehr. Ich habe nicht hinter der ein bisschen zu offensichtlich dann da. Naja, gut. Also, Finger weg davon. Ich glaube, jemand hat sogar 40 CL von jede Flasche von K.O. Distillery mir abgekauft, bevor ich sie überhaupt aufgemacht habe. Ich habe mich echt gefreut, habe extra vom Whisky Exchange was gekauft, sagte, cool, also Virginia, komme ich dann her, kann was werden. Nee. War absolut ein Reinfall. Okay, nochmal die Auflistung hier, ganz kurz. 10, Woodford Reserve, Kentucky Straight Wheat Whisky. Nummer 9, Clyde Maize Straight Bourbon. Es gibt Leute, die so etwas mögen, ich nicht. Nummer 7, Jefferson Reserve, Groth Reserve, Jefferson Reserve, Groth Reserve, Cask Finish Bourbon. Kipp einfach Rotwein in dein Bourbon, hast du genau, wie es so schmeckt. Nummer 7, Westward American Single Malt Whisky, kann was werden, braucht noch ein paar Jährchen. Nummer 6, Sonoma County Second Chance Whisky, Wheat Whisky. Irgendwie ich und 100% Wheat sind nicht so wow. Korn. Nummer 5, der Betrugswhisky, der Crooked Fox Texas Blended Bourbon. No, bloß nicht. Ich weiß nicht, was ich mit einer Flasche mache. Ich habe so eine Dreiviertel Flasche noch da. Nummer 4, 291 Single Barrel Colorado Bourbon. Auch in der Zukunft kann was werden. Meine Flasche war nicht so gut.
Nummer 3, Tin Cup Colorado American Whiskey. Viel Marketing, wenig Inhalt. Wenig Gutes da drin. Nummer 2, That Boutique Whiskey Company Bourbon Few Batch 1. Vielleicht wird Batch 2, 3, 4, 5, 6 irgendwann okay werden, aber das Zeug war grässlich. Zu jung. Und das Schlimmste, alle schlimmsten Dinge, die ich fast aus Amerika in meinem Mund hatte dieses Jahr, war K.O. Distillery Bare Knuckle Straight Bourbon. Ganz am Anfang des Jahres habe ich gehabt. Das war echt ich weiß noch, wie die Videos drehte. Es kann nicht schlimmer werden. Doch, es ist schlimmer gekommen. Das Zeug war so grässlich. Meine Frage des Tages ist, welche Bourbon oder American Whisky hast du heute oder letztes Jahr 2019 da gehabt und hast dann gesagt, wow, das war aber grässlich. Ja, schreib's einfach in meine Kommentare hin. Also, die meisten davon, die ich hier auch mit aufgezählt habe, kriegt ihr gar nicht in Deutschland. Also, das Gute ist, die Top 10 kriegt ihr nicht, die Top Flops kriegt ihr nicht. Also, ihr habt gute Bourbons, zumindest durchschnittlich bis überdurchschnittliche Bourbons, die ihr normalerweise finden könnt. Okay, sehr, sehr schön. WhiskyJason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Es gab ein Top 10 Irish, es gibt hier diesen Top 10 Bourbon, es gibt einen Top 5 Rye und Flops, es gibt eine Top 5, es gibt Top 10 Scotch und Flops und es gibt einen Flops und Tops hier auf den Weltwhiskys. Also 10 Videos jetzt hier innerhalb von 2 Tagen aufgeteilt. Ich freue mich, euch denn da zu sehen. Okay, bis dahin. Ciao.